Hallo und herzlich willkommen zu einem Video zu unseren Parallelunterlagen. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr mit Parallelunterlagen arbeiten könnt und was ihr bei der Auswahl der richtigen Parallelunterlage beachten solltet. Bei Paulimod bieten wir viele verschiedene Sets mit Parallelunterlagen in unterschiedlichen Größen und Formen an. Sie dienen als Werkstück Aufspannhilfe für das achsparallele Spannen beim Fräsen. Hauptsächlich werden sie in Verbindung mit einem Maschinenschraubstock zur Höhenjustierung des Werkstücks im Schraubstock eingesetzt. Das schauen wir uns jetzt genauer an. Hier sehen wir einen allseitig geschliffenen Maschinenschraubstock, ein Set mit Parallelunterlagen, einen rückschlagfreien Kunststoffhammer und 3 Werkstücke. Wir werden jedes dieser Werkstücke nacheinander mit Hilfe der Parallelunterlagen in den Schraubstock einspannen. Bevor wir das Werkstück einspannen, müssen wir zunächst die richtige Größe der Parallelunterlage finden. Dafür können wir als Richtwerte die Breite des Werkstückes und die Breite des Schraubstockes heranziehen. Hier sehen wir beispielsweise ein Werkstück mit einer zu breiten Parallelunterlage, sodass wir in der Bearbeitung eingeschränkt wären. Hier hingegen stimmen Werkstück und Parallelunterlage in der Breite überein und wir können sie problemlos nutzen. Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Wahl der Parallelunterlage ist die Frage, auf welcher Höhe wir das Werkstück bearbeiten wollen und wie weit das Werkstück über den Schraubstock hinausstehen soll. Um eine bestimmte Auflagehöhe zu erreichen, können die meisten unserer Parallelunterlagen auch übereinander stehend verwendet werden. Bevor wir mit der Arbeit mit den Parallelunterlagen beginnen, müssen wir uns also unbedingt darüber klar sein, was wir bearbeiten wollen und wie groß Werkstück und Schraubstock sind. Die Faustregel für das Einspannen des Werkstückes mit Parallelunterlagen lautet dabei immer: so hoch wie nötig, aber so niedrig wie möglich. Schauen wir uns das Ganze nun praktisch an. Wir möchten dieses Werkstück in den Schraubstock einspannen. Dafür setzen wir 2 passende Parallelunterlagen ein und legen das Werkstück darauf auf. Dann spannen wir es ein und fixieren mit dem Kunststoffhammer die Parallelunterlagen. Wichtig ist, dass keine der Unterlagen mehr wackelt. Dafür müssen wir den Kunststoffhammer eventuell mehrmals einsetzen. Sobald alles fest sitzt, können wir das Werkstück im Schraubstock wie gewünscht bearbeiten. Hier spannen wir das gleiche Werkstück deutlich höher ein, da wir vorhaben, unten am Werkstück Nuten zu fräsen. Durch das hohe Einspannen steht uns dieser komplette Raum am Werkstück zur Bearbeitung zur Verfügung und wir können, wenn gewünscht, sogar durchbohren. Nun wollen wir dieses Werkstück mit dem großen Durchlass in der Mitte einspannen und sowohl die Bohrung selbst als auch die Seiten des Werkstücks bearbeiten. Wir suchen die passenden Parallelunterlagen heraus und setzen sie ein. Dann legen wir das Werkstück wieder auf, spannen es fest und fixieren alles mit dem Kunststoffhammer. Hier können wir sehen, dass wir so genügend Platz haben, den Durchlass zu bearbeiten, ohne dabei durch die Parallelunterlage beeinträchtigt zu werden. Zusätzlich können wir problemlos die Seiten des Werkstücks bearbeiten. Hier haben wir ein sehr verwinkeltes Werkstück.
Auch das können wir mit Hilfe der Parallelunterlagen zur weiteren Bearbeitung in den Schraubstock einspannen. Wir sehen, dass wir das Werkstück jetzt bearbeiten können, ohne dabei in den Schraubstock zu fahren. Nach der Benutzung sollten wir die Parallelunterlagen immer einölen, um Rost zu vermeiden. Das war unser Video zu den Parallelunterlagen. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat, und schreibt eure Fragen dazu gerne in die Kommentare. Den Link zu unseren Parallelunterlagen findet ihr unter dem Video.